Diese Motorüberholung für die MZ ETZ 250 hatte ich die letzten Wochen etwas ruhen lassen. Aber jetzt wird es Zeit, das Projekt zu einem guten Ende zu bringen. Die Zielflagge ist bereits in Sicht. Das folgende Video zeigt, wie ich diese Motorüberholung durchgeführt habe. Es soll keine Anleitung sein. Ich fordere auch niemanden auf, dies ohne die notwendigen Kenntnisse selbst zu tun. Zu allen Reparaturen an meinen MZ-Motorrädern konsultiere ich vorher die zur Verfügung stehenden Reparaturhandbücher. Hier seht ihr das rechte Ölleitblech. Es lässt sich bewegen, obwohl der Sicherungsring drin ist. Das kommt von den Fertigungstoleranzen des Motorgehäuses. Das ist zwar nicht schlimm, aber es könnte zu Klingel- und Rasselgeräuschen bei laufendem Motor kommen. Da bekommt so mancher MZ-Fahrer ein flaues Gefühl im Magen, wenn er nicht weiß, woher es kommt. Deshalb beseitige ich das an dieser Stelle, indem ich das Ölleitblech etwas nachbiege, damit es etwas satter sitzt. Bei der Gelegenheit träufle ich auch noch etwas Öl auf das rechte Kurbelwellenlager, damit beim ersten Start das Lager nicht trocken läuft. Durch das Nachbiegen bewegt sich das Blech nun nicht mehr so stark und ich habe keine Befürchtung, dass es durch Vibrationen zu Geräuschen kommt. Bevor ich den rechten Wellendichtring montiere, schmiere ich Welle und Wellendichtring mit etwas Fett ein, damit sie gut aufeinander rutschen und sich gut aufeinander einlaufen beim ersten Start. Zur Montage der außenliegenden Wellendichtringe möchte ich noch etwas sagen. Ich finde es etwas schwieriger als bei den innenliegenden Wellendichtringen, also bei den Viergangmotoren. Dort ist es nämlich ausreichend, den Wellendichtring bündig zum Gehäuse einzuschlagen. Hier muss man den Wellendichtring tiefer einschlagen. Und es ist gar nicht so einfach festzustellen, wann man die Endlage erreicht hat. Am Geräusch hört man es nicht. Deshalb muss man per Augenmaß oder mit Messmitteln überprüfen, dass man die Endlage auf dem gesamten Umfang erreicht hat. Aber natürlich bleibt es ein großer Vorteil der außenliegenden Wellendichtringe, dass man sich mit dem Einbau viel Zeit lassen kann. Und wenn es schief geht, kann man es einfach nochmal wiederholen, ohne den ganzen Motor auseinanderreißen zu müssen. Jetzt wechsle ich den Wellendichtring an der Getriebeausgangswelle. Dabei ist zu beachten, dass der Wellendichtring in seinem Träger keine Endlage hat, also keinen Bund, wo er anliegt. Deshalb habe ich mir angeguckt, wie er original eingebaut war, und zwar bündig zur Innenkante. Ich drücke ihn also hier mit meiner kleinen Hilfsvorrichtung einfach heraus, presse dann den neuen Dichtring von außen ein
und drücke ihn weiter, bis er innen bündig anliegt. Es ist wichtig, dass ich hier die Schonbacken aus Aluminium verwende, um nicht den Aluminiumträger zu beschädigen. Bevor ich den Deckel auf die Getriebeausgangswelle aufsetze, muss das Lager darunter ausdistanziert werden. Generell sagt man, dass man es so ausdistanziert, dass es ohne Dichtung bündig ist, also null Spiel hat. Das Spiel ist dann also genauso viel, wie die Dichtung dick ist. Das kann also zwischen 0,2 und 0,4 mm sein. Ich arbeite hier mit dem Messschieber. Das ist etwas schwierig herauszumessen, wie tief das Lager sitzt, wie tief der Deckel eintaucht und wie dick die Ausgleichsscheibe sein muss. Aber das ist die Methode, die ich jetzt am meisten erprobt habe, und so mache ich auch weiter. Eine andere Methode, die vielleicht einfacher ist, besteht darin, dass man so viele Ausgleichsscheiben einlegt, bis der Deckel bündig mit dem Gehäuse sitzt. Das kann man dann mit Fühlerlehren ausspähen. Die Schrauben für den Deckel versehe ich etwas mit Dichtmittel, weil sie in Durchgangslöchern sitzen. An den Schaft des Ritzels mache ich etwas Fett, damit der Wellendichtring beim Einschieben nicht beschädigt wird. Dass ich die Mutter am Ritzel später noch mit ca. 80 Newtonmeter festziehen muss, markiere ich deutlich, damit ich es nicht vergesse. Zu guter Letzt kommt noch der Leerlaufschalter. Auch hier mache ich etwas Dichtmittel dran, damit später hier nicht das Getriebeöl rausläuft. Eine weitere Quelle für Ölverlust sind diese 3 Blindstopfen, die ihr hier seht.
Die machen oft Probleme, soweit ich bis jetzt gehört habe. Ich habe Maßnahmen getroffen, damit auch diese dicht sind. Da diese etwas experimenteller sind, möchte ich sie aber nicht hier öffentlich zeigen. Der Leerlaufschalter darf natürlich nur ganz sanft angezogen werden, sonst bricht das Plastik sofort. Die rechte Seite ist geschafft, nun geht es an die linke Seite. Auf der linken Motorseite sitzt das Ölleitblech sehr fest, denn das Lager wurde nach dem Ölleitblech eingesetzt. Wieder schmiere ich die Welle und den Dichtring mit etwas Fett ein. Eine Besonderheit ist hier noch, dass der Wellendichtring diesmal mit der glatten Seite nach innen eingebaut wird. Der Wellendichtring wird knappe 5 mm unter die Außenkante eingeschlagen, dann wird der Sicherungsring in die Nut eingesetzt. Alles, was man nicht gleich macht, darf man später auch nicht vergessen. Das hier ist die Mutter, die das Ölleitblech innen festhält. Festgezogen hatte ich sie, aber das Sicherungsblech muss noch umgebogen werden. Jetzt prüfe ich noch einmal das Spiel des inneren Kupplungsmitnehmers. Was hat das für einen Zweck? Nun, je größer das Spiel ist, desto lauter ist später die Kupplung im Fahrbetrieb. Sie macht dann so Klackergeräusche. Darum soll man dieses Spiel möglichst auf unter ein Zehntel oder auf 500stel einstellen. Ich hatte das im Vorfeld schon mal ausgemessen, deshalb mache ich jetzt hier eine Punktlandung und ihr seht jetzt nur, wie ich es noch einmal überprüfe und zeige. Ich spanne die zwei Scheiben, zwischen denen der Mitnehmer sitzt, etwas vor, um das tatsächliche Spiel messen zu können.
Diesen massiven Messständer habe ich mir gebraucht im Internet gekauft. Er soll angeblich auch aus der DDR stammen. Die Messuhren, die mit dabei waren, taugten leider nichts mehr. Zum Glück kann man diese mittlerweile günstig im Internet kaufen. Nach diesem lästigen, aber notwendigen Zwischenschritt geht es nun weiter mit dem Zusammenbau. Zuerst werde ich den Primärantrieb zusammenschrauben und dann die Kupplung aufsetzen. Das große Zahnrad hat Fenster, durch die man es blockieren kann, um die Mutter erstmal handfest anzuziehen. Hätte ich einen Gehilfen, könnte ich mit dieser Methode bestimmt die Mutter auf Drehmoment festziehen. Da mir das so aber zu wackelig ist, greife ich zur Expertenmethode mit der Abziehbrücke. Das erforderliche Drehmoment beträgt 80 bis 100 Newtonmeter. Um die Sicherungsbleche umzubiegen, verwende ich mittlerweile immer eine Zange. Die Methode mit Schraubenzieher und Hammer ist mir zu gewalttätig. Jetzt bauen wir den inneren Mitnehmer der Kupplung auf. Erst die untere Scheibe. Dies ist auch die Scheibe, mit der man das Spiel einstellen kann. Es gibt sie in 3 Dicken, 1,9, 1,95 und 2 mm Stärke. Schaut mal im Fachhandel nach. Hier habe ich jetzt sogar eine zweite Perspektive aufgenommen, weil ich diesen Arbeitsschritt zweimal gemacht habe. Der innere Mitnehmer wird also auf das Lager aufgesetzt und ich überprüfe dann immer, ob alles sauber und ruhig läuft. Dann kommt die obere Scheibe, diese gibt es nur in einer Dicke. Und jetzt ist es ganz wichtig, den Konus der Kurbelwelle absolut sauber und fettfrei zu machen. Denn dieser Konus geht mit der Kupplung eine Pressverbindung ein und wenn da Fett dazwischen ist, dann funktioniert das nicht. Hier noch die Federscheibe, die sorgt dafür, dass der innere Mitnehmer auf Vorspannung gehalten wird mit der aufgesetzten Kupplung. Dann die Kupplung, auch hier reinige ich den Konus mit Bremsenreiniger, bis das alles staubtrocken ist. Und dann muss man es einfach nur noch aufsetzen.
Ich gebe hier jetzt noch einen Prellschlag drauf, um diese Konusverbindung einfach zusammenzudrücken. Und dann hält die Kupplung bereits auf der Kurbelwelle und fällt nicht mehr runter. Und dabei belasse ich es dann jetzt auch. Ich schraube das jetzt nicht weiter zusammen, denn die Mutter kann ich erst aufsetzen, wenn der Deckel drauf ist. Das möchte ich aber erst machen, wenn der Zylinder und der Kolben aufgesetzt sind. Das kommt in der nächsten Folge. Seid wieder dabei. Bis bald!